Vor einem Monat hatte ich keine Ahnung vom Fahrradfahren. Also, ich konnte fahren, aber alles, was danach kam, hat mich komplett überrascht. Ich dachte, es geht nur darum, in die Pedale zu treten. Aber in diesem ersten Monat habe ich Dinge gelernt, die ich so nie erwartet hätte. In diesem Video erzähle ich dir, was wirklich passiert, wenn du als kompletter Anfänger anfängst. Ohne Filter, ohne Show. Das ist mein ehrlicher Bericht nach 30 Tagen. Warum bist du überhaupt mit dem Rad zur Arbeit gefahren? Ich wollte einfach fitter werden. Nicht mit einem großen Trainingsplan, sondern ganz nebenbei, einfach im Alltag. Ich dachte, Radfahren wäre perfekt dafür. Frische Luft und Bewegung. Und ich spare mir sogar die Zeit im Auto. Das klang nach der einfachsten Entscheidung der Welt. Und irgendwo in meinem Kopf war da dieses Bild von früher. Vor 20 Jahren bin ich auch schon mal mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Damals waren es auch rund 20 Kilometer. Also dachte ich mir, wenn ich das damals geschafft habe, kriege ich das heute locker wieder hin. Nur war die Strecke diesmal doppelt so lang, 40 Kilometer pro Richtung. Also habe ich es halbiert. Die erste Hälfte mit dem Auto, die zweite mit dem Rad. 20 Kilometer, das klang machbar. Ich erinnere mich, wie ich an diesem ersten Tag losgefahren bin. Optimistisch, motiviert, voller Energie. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Denn was ich völlig unterschätzt habe, war, wie hart kann es eigentlich sein, wieder bei Null anzufangen. Wie schlimm kann die erste Fahrt wirklich sein? Nach meiner ersten Fahrt war ich komplett fertig. Ich konnte kaum laufen. Meine Beine brannten und mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Ich hatte das Gefühl, ich atme durch einen Strohhalm. Ich dachte, ich bin einigermaßen fit. Ich gehe ins Gym, mache regelmäßig was. Aber Radfahren, das ist eine ganz andere Welt. Schon nach den ersten paar Kilometern habe ich gemerkt, dass mein Körper mit jeder Steigung kämpft. Ich habe geschwitzt, ich war erschöpft. Und das, obwohl ich eigentlich nur die Hälfte der Strecke gefahren bin. Ich erinnere mich, wie ich am Ende der Fahrt abgestiegen bin und einfach nur dachte, wie soll ich das morgen nochmal schaffen? In dem Moment wurde mir klar, das hier wird kein Spaziergang. Und ich wusste noch nicht, dass das Körperliche gar nicht mal das Schlimmste war. Wie schlimm kann die falsche Kleidung wirklich sein? Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern. Es war früh am Morgen, kalt und ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Ich hatte mehrere Schichten an. Baumwollshirt, Pullover und eine normale Jacke drüber. Ich fühlte mich fast schon professionell. Und dann bin ich losgefahren. Nach 5 Minuten war mir warm. Nach 10 Minuten war ich klitschnass. Und nach 20 Minuten war mir kalt. Richtig kalt. Baumwolle saugt Schweiß auf wie ein Schwamm. Und sobald der Fahrtwind kommt, zieht dir die Kälte direkt durch die Haut. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem nassen Handtuch fahren. Das war der Moment, in dem ich gelernt habe, es ist nicht die Temperatur, die dich frieren lässt, es ist dein Material. Und das Verrückte ist, ich dachte, das sei mein größtes Problem. Aber es stellte sich heraus, ich machte noch einen viel größeren Fehler, beim Fahren selbst. Wie kann man sich beim Radfahren so sehr selbst sabotieren? Ich glaube, ich war mein größter Gegner. Jedes Mal, wenn ich aufs Rad gestiegen bin, war da dieses Gefühl. Ich will es beweisen. Ich wollte mithalten bei den anderen Radfahrern, die an mir vorbeigezogen sind, als wäre es nichts. Also bin ich jedes Mal mit Vollgas losgefahren. Kein Warmfahren, kein Gefühl für den eigenen Rhythmus. Einfach drauf, treten, durchziehen. Und nach ein paar Minuten kam der Einbruch. Die Beine wurden schwer, die Atmung wurde flach. Der Puls ging durch die Decke. Ich erinnere mich, wie ich an einer kleinen Steigung fast stehen geblieben bin. Und das waren nicht mal echte Berge, nur Autobahnbrücken. Danach hatte ich 3, manchmal 4 Tage Muskelkater. So schlimm, dass ich kaum Treppen laufen konnte. Und jedes Mal habe ich mir geschworen, nächstes Mal machst du's besser. Aber beim nächsten Mal wieder das gleiche Spiel. Ich wollte einfach nicht der Typ sein,
der von allen überholt wird. Und genau das war mein Fehler. Ich bin gegen andere gefahren, anstatt mit mir selbst. Erst später habe ich verstanden, Geschwindigkeit bringt dir gar nichts, wenn du keine Energie hast. Und genau da lag mein nächstes großes Problem. Ich hatte einfach keine. Wie sehr beeinflusst Ernährung das Radfahren? Ich dachte, Ernährung spielt keine große Rolle. Ich wollte ja schließlich Fett verbrennen. Also habe ich einfach das Frühstück weggelassen. Mein Gedanke war, wenn ich nüchtern fahre, verbrenne ich doch mehr, oder? Klingt logisch? Dachte ich zumindest. Die Realität war eine andere. Nach den ersten paar Kilometern war ich leer. Kein Druck in den Beinen, keine Kraft im Körper. Ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Reserve fahren. Und zwar schon vor der Hälfte der Strecke. Ich erinnere mich an eine Fahrt, da war ich so erschöpft, dass ich an einer roten Ampel einfach stehen geblieben bin. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich einfach nicht mehr konnte. Und das Verrückte, ich habe mir eingeredet, das sei normal. Ich dachte, das gehört halt dazu, dass man sich jeden Tag neu quälen muss. Erst später habe ich verstanden, ich habe meinen Körper behandelt wie ein Auto ohne Benzin. Ich wollte Leistung, aber ich habe keinen Treibstoff gegeben. Das war der Moment, in dem ich angefangen habe, über Energie nachzudenken. Und dann fiel mir auf, selbst wenn ich genug Energie gehabt hätte, ich war auf alles andere überhaupt nicht vorbereitet. Wie gefährlich ist es, unvorbereitet zu pendeln? Wenn ich heute zurückdenke, frage ich mich manchmal, wie leichtsinnig ich eigentlich war. Ich bin 20 Kilometer zur Arbeit gefahren, ohne Werkzeug, ohne Ersatzschlauch, ohne Pumpe, ohne Flickzeug, nichts. Ich dachte, ach, wird schon gut gehen. Und ja, es ging gut. 30 Tage lang. Keine Platten, keine Panne, kein Problem. Aber ehrlich gesagt, das war kein Können, das war pures Glück. Ich erinnere mich an einen Moment, an dem ich mitten auf der Straße stand und dachte, was mache ich eigentlich, wenn jetzt was passiert? Da war kein Fahrradladen, kein Bus, kein Freund, den ich anrufen konnte. Ich hätte das Rad einfach schieben müssen, kilometerweit. Das war der Punkt, an dem mir klar wurde, ich war zwar motiviert, aber nicht vorbereitet. Und trotzdem, ich habe nicht aufgehört. Irgendwas in mir wollte weitermachen. Aber warum eigentlich? Warum habe ich nicht einfach gesagt, das war's, zu anstrengend, zu riskant? Was hält einen Anfänger wirklich am Fahren? Ich glaube, es sind nicht die großen Erfolge, die uns weitermachen lassen, sondern die kleinen. Der Moment, in dem du merkst, dass der Hügel diesmal leichter war als letzte Woche. Oder wenn du eine ganze Fahrt schaffst, ohne Pause. Weniger Schmerz, weniger Zweifel, mehr Stolz. Also habe ich angefangen, kleine Dinge zu ändern. Leichtere Kleidung, ein Frühstück vor der Fahrt. Weniger Vollgas, mehr Gleichmäßigkeit. Und Pausen, richtige Pausen. Und plötzlich wurde jede Fahrt ein kleines Stück besser. Nicht perfekt, aber besser. Ich musste lernen, dass Radfahren nichts mit Geschwindigkeit zu tun hat. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern der, der weitermacht. Und genau das ist der Punkt, an dem sich alles verändert hat. Denn nach diesem ersten Monat kam die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was passiert, wenn das echte Training beginnt und ich aus einem Anfänger zum Radfahrer werde? Was hast du gelernt? Wenn ich eins in diesem ersten Monat gelernt habe, dann ist es das. Ich bin noch weit weg davon, ein echter Radfahrer zu sein. Aber ich habe angefangen. Und genau das zählt. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder jeden Tag Bestzeiten zu fahren. Es geht darum, anzufangen. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut. Jeder Tritt bringt dich ein Stück weiter. Nicht nur auf der Straße, sondern auch im Kopf. Und jetzt bist du dran. Schreib mir in die Kommentare, was du in deinem ersten Monat gelernt hast. Oder was dich am meisten überrascht hat. Ich bin echt gespannt,
wie es dir ergangen ist. In der nächsten Folge geht es darum, wie du mit kleinen Fahrten groß rauskommst. Warum 10 Minuten Trips oft mehr bringen, als du denkst. Also abonnieren, wenn du meinen Weg weiterverfolgen willst. Vom Anfänger zum Radfahrer.